Deutsch lernen durch Hören. Die beste Ausrede für das Zu-spät-Kommen. Tom ist heute wieder zu spät. Als sein Wecker um 6:30 Uhr morgens geklingelt hat, hat Tom ihn ausgemacht. Dann ist er leider wieder eingeschlafen und er ist erst um 8:30 Uhr aufgewacht. Die Schule fängt immer um 8 Uhr an. Das Schlimmste ist, heute hat er in der ersten Stunde Mathe bei Herrn Braun. Herr Braun findet es gar nicht gut, dass Tom immer zu spät kommt. Er gibt ihm dann immer mehr Hausaufgaben als den anderen Schülerinnen und Schülern. Ich brauche eine gute Ausrede, denkt Tom. Er läuft in seine Klasse. Herr Braun schaut ihn wütend an. »Es ist 9 Uhr, Tom, und es ist das 5. Mal in diesem Monat, dass du zu spät kommst.« »Ich weiß, Herr Braun, es tut mir leid, aber…« Ein paar Schülerinnen und Schüler kichern. »Aber was? Hat dein Hund wieder deinen Wecker gefressen?« fragt Herr Braun. »Nein, Tom denkt nach. Dann hat er eine Idee. »Ich musste ihr unbedingt helfen«, sagt er dann laut. »Wem helfen?« fragt Herr Braun. »Der alten Frau in meinem Bus. Sie hat neben mir gesessen. Sie war sehr gestresst und deshalb musste ich ihr helfen, die Arme.« Herr Braun sagt, »Aha, warum war denn die alte Frau so gestresst?« »Naja, Tom überlegt. Sie hat ihren Geldbeutel an der Busstation vergessen und sie war schon sehr alt und konnte kaum laufen. Deshalb habe ich ihr geholfen. Wir sind zusammen mit dem Bus zurückgefahren. Da haben wir den Geldbeutel gesucht.« »Und deshalb bist du eine ganze Stunde zu spät, Tom?« »Tut mir leid, aber das glaube ich dir nicht«, sagt Herr Braun. Er sieht sehr sauer aus. »Herr Braun, das war doch erst der Anfang. Wir haben Ihren Geldbeutel nicht gefunden. Jemand hat Ihren Geldbeutel gestohlen. Ich wollte in die Schule, aber da hat die alte Frau angefangen zu weinen. Sie wusste gar nicht, was sie machen soll.« Tom schaut in die Klasse. »Ich konnte doch nicht eine alte Frau allein lassen.« Alle nicken. »Also sind wir zusammen zu einer Polizeistation gegangen. Ich habe den Polizisten alles erklärt. Und danach wollte die alte Frau, dass ich ihr helfe, nach Hause zu gehen. Ohne Geldbeutel hat sie sich nicht sicher gefühlt. Da kann ich doch nicht Nein sagen«, erklärt Tom. »Aha, du bist also zu spät gekommen, weil…«, sagt der Lehrer. »Weil ich einer alten Frau helfen wollte. Wollen Sie mich wirklich bestrafen, nur weil ich jemandem geholfen habe?«, fragt Tom. Er schaut ganz traurig. Die anderen Schülerinnen und Schüler schauen Herrn Braun ernst an. Herr Braun denkt lange nach. Dann sagt er, »Na gut, du darfst dich setzen, Tom.« Tom lächelt. »Vielen Dank.« Tom ist sehr froh. Das war die beste Ausrede, die er sich jemals ausgedacht hat. Dann sagt Herr Braun, »Aber eine Bitte habe ich an dich, Tom. Meine Mutter ist sehr alt und braucht manchmal Hilfe beim Einkaufen. Du hilfst doch so gern anderen Menschen. Kannst du das manchmal machen?« Oh nein, die Ausrede war leider zu gut. Termin verschieben. Am Mittwoch bringt Dianas Tochter einen Zettel aus der Schule mit. Am Montag ist Elternsprechtag. Die Klassenlehrerin möchte mit Diana sprechen. Sie hat um 15 Uhr einen Termin mit Diana. Das passt ihr allerdings gar nicht. Sie hat am Montag um 15:15 Uhr einen Termin beim Zahnarzt. Das ist ein regelmäßiger Kontrolltermin.
Sie kann nicht beide Termine wahrnehmen. Diana muss einen Termin verschieben. Sie überlegt, welchen sie besser verschieben kann. Am Montag und Dienstag sind Elternsprechtage. Vielleicht kann die Klassenlehrerin ihr einen Termin am Dienstag geben. Diana schreibt der Lehrerin eine E-Mail. Es dauert nicht lange, bis sie eine Antwort bekommt. Leider hat die Lehrerin für Dienstag schon alle Termine vergeben. Also muss Diana ihren Termin beim Zahnarzt verschieben. Dort muss sie anrufen. Leider antwortet die Zahnarztpraxis nicht immer auf E-Mails. Diana googelt die Telefonnummer und die Öffnungszeiten der Praxis. Mittwochs hat die Praxis leider nur bis 13 Uhr geöffnet. Jetzt ist es schon zu spät, um anzurufen. Also muss Diana bis morgen warten, bevor sie dort anrufen kann. Nachdem Diana am Donnerstag ihre Tochter zur Schule gebracht hat, ruft sie den Zahnarzt an. Sie hört langweilige Musik aus dem Telefon. Nach ein paar Sekunden sagt eine automatische Stimme: »Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir sind gleich für Sie da.« Dann geht die Musik weiter. Es dauert 2 Minuten, bis sich endlich eine echte Frau meldet. Zahnarztpraxis am Park. Sie sprechen mit Emilia Neumann. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist Diana Weber. Ich würde gerne meinen Termin am kommenden Montag verschieben, erklärt Diana. Die Sprechstundenhilfe schlägt Diana einen Termin am kommenden Donnerstag vor. Das passt ihr gut. Vielen Dank. Bis nächste Woche, verabschiedet sich Diana. Sie ist froh, dass sie es geschafft hat. Schließlich ist ihr neuer Zahnarzttermin nur wenige Tage später. Blockiertes Konto. Monika will sich neue Schuhe kaufen. Seit einer Stunde probiert sie verschiedene Modelle an. Das ist ja unglaublich heute. Normalerweise finde ich immer sofort, was ich suche. Die Verkäuferin ist schon etwas erschöpft. Ständig muss sie neue Schuhe holen und wieder wegräumen. Ah, die hier sind aber schön. Haben Sie die in meiner Größe? Die Verkäuferin lächelt müde. Ich muss im Lager nachsehen. Einen Moment bitte, ich bin gleich wieder da. Während der Wartezeit schaut sich Monika weiter um. Sie findet noch 2 Paar, die ihr gefallen. Leider sind auch diese zu klein. Das ist ärgerlich. Die meisten Schuhe gibt es nur bis Größe 40. Ich kann mir doch nicht die Zehen abschneiden. Vielleicht findet die Verkäuferin im Lager noch welche in 42. Die Verkäuferin kommt gerade mit leeren Händen zurück. Es tut mir leid, aber in Größe 42 sind keine mehr vorhanden. Monika gibt nicht auf. Schauen Sie sich doch mal diese Modelle an. Sonst muss ich in ein anderes Geschäft gehen. Die Verkäuferin nickt und geht noch einmal ins Lager. Diesmal hat Monika Glück. Schauen Sie, ich habe Ihre Größe gefunden. Monika probiert die Schuhe an. Wunderbar! Die passen hervorragend, die nehme ich. An der Kasse stellt Monika fest, dass sie zu wenig Bargeld hat. Ich zahle mit EC-Karte. Das mache ich zwar ungern, aber ich will diese Schuhe unbedingt haben. Monika ist nervös. Es fällt ihr schwer, sich ihre Geheimzahl zu merken. Sie tippt 1122. Das Gerät nimmt die Zahl nicht an. Das Gerät nimmt diese Zahl nicht an. Sie versucht 1234. Aber auch diese Zahl stimmt nicht. Jetzt versucht sie 4321. Das Gerät piept. Die Kassiererin stöhnt. »Gute Frau, Ihre Karte ist jetzt gesperrt. Sie haben 3-mal die falsche Nummer eingegeben.
Ihr Konto ist damit gesperrt. Monika ist verzweifelt. Endlich habe ich die passenden Schuhe gefunden. Jetzt muss ich zur Bank. Die Karte muss wieder aktiviert werden. Könnten Sie mir bitte die Schuhe zurücklegen? Ich komme später wieder und kaufe sie. Die Kassiererin nickt. Ja, das mache ich gerne. Ich habe beobachtet, wie lange Sie nach dem passenden Paar gesucht haben. Aber bitte heben Sie genug Geld ab. Es ist wirklich besser, wenn Sie bar bezahlen. Im Supermarkt an der Kasse. Seit einem Jahr arbeite ich beim Supermarkt an der Kasse. Viele finden, dass die Arbeit sehr anstrengend ist. Mir macht mein Job aber Spaß. Es gibt viele unterschiedliche Leute, die alle in den Supermarkt kommen. Ich beobachte sie sehr gerne. Es gibt den alleinstehenden Mann. Er kauft oft Fertigprodukte und Bier. Manchmal kauft er aber auch Gemüse. Er ist vielleicht ein heimlicher Koch. Es gibt auch die kleine Studentengruppe. Sie wohnen wahrscheinlich zusammen in einer WG. Sie kaufen viel Alkohol und Chips. Sie schauen immer auf die Rabatte und kaufen nicht nur 2 Nudelpackungen, sondern manchmal gleich 6. Ich mag die Gruppen, weil sie lustig und nett sind. Am liebsten mag ich Frauen und Männer, die ungefähr 50 Jahre alt sind. Sie sind sehr höflich und ruhig. Sie sind treu und gehen immer zum gleichen Supermarkt. Außerdem sind sie noch nicht so alt, dass sie ihre Münzen nicht sehen können. In der Früh und am Vormittag ist es an der Supermarktkasse am schlimmsten, weil die alten Menschen einkaufen. Sie sind so langsam wie Schnecken. Sie wollen auch alle Rabatte haben, wie die Studenten, aber sie machen immer Fehler. Sie wiegen ihr Obst und Gemüse nie ab. Männer und Frauen mit mehreren Kindern sind immer gestresst. Am liebsten habe ich die Familien, in denen es nur ein Kind gibt. Dann schenke ich ihnen immer eine Süßigkeit. Die Kinder freuen sich sehr darüber und die Eltern sind glücklich, weil sie endlich leise sind. Es stimmt, mein Job ist oft stressig, aber ich liebe es, alle Menschen zu beobachten. Für mich ist nichts spannender. Datenschutz im Internet. Klaus ist verwirrt. Er hat eine neue Anweisung von seinem Chef bekommen. Er soll eine Schulung zum Thema Datenschutz machen. Datenschutz im Internet. Aber ich mache doch gar nichts im Internet, erzählt er seiner Frau Roswitha am Abend vor der Schulung. Aber deine Daten müssen trotzdem geschützt sein. Das ist auch wichtig für deine Firma, sagt Roswitha. Klaus nickt. Seine Frau hat natürlich recht. Und weil er nicht viel weiß, wird ihm die Schulung sicher weiterhelfen. Am nächsten Tag ist es soweit. Klaus sitzt mit seinen Arbeitskollegen im Schulungsraum. Ein junger Mann kommt herein. Hallo zusammen, ich bin Manuel. Habt ihr denn jetzt schon Fragen zum Thema Datenschutz im Internet? Fragt er. Klaus und seine Kollegen schütteln die Köpfe. Die Schulung dauert 3 Stunden und ist sehr hilfreich. Klaus lernt viel darüber, welche Daten er im Internet nicht verbreiten sollte. Seine Adresse zum Beispiel. Oder Daten, die die Firma betreffen. Er weiß jetzt, an wen er geschützte Informationen weitergibt. Zum Beispiel darf die IT-Abteilung nicht einfach die Passwörter seiner Kollegen an ihn weitergeben. Nach der Schulung ist Klaus erschöpft. Er hat heute viele neue Dinge gelernt und beschließt, sich noch mehr zu informieren. Manche Regeln kamen ihm nicht richtig vor und manches ist sehr unpraktisch. Doch mit ein wenig Hilfe lernt Klaus die wichtigsten Regeln schon in kurzer Zeit.
Amys Geschenk. Indra ist gestresst. Seine Freundin Amy hat morgen Geburtstag, aber er hat noch kein Geschenk für sie. Indra und Amy sind erst seit 4 Monaten zusammen. Leider hat Indra keine guten Ideen. Seit Tagen schaut er im Internet. Nichts. Deshalb geht Indra heute in die Stadt und sucht nach dem perfekten Geschenk für Amy. Er geht in einen Klamottenladen. Hier gibt es sehr viele schöne Jacken und Pullover für den Winter. Aber Amy sucht sich Klamotten lieber selbst aus. Also geht Indra in ein Elektronikgeschäft. Braucht Amy vielleicht einen Lautsprecher? Oder ein neues Spiel für ihr Nintendo Switch? Aber Amy hat schon einen Lautsprecher. Und Indra ist sich nicht sicher, welche Spiele Amy schon hat. Scheiße, sagt Indra leise. Wie soll er bis morgen Amys Geschenk finden? Jetzt geht Indra in einen Laden mit vielen Kerzen. Aber ihm gefällt nichts. Indra geht traurig nach Hause. Was soll er machen? Da hat er eine Idee. Er ruft die beste Freundin von Amy an. Hey Kathi, kannst du mir helfen? Ich brauche eine Idee für Amys Geschenk. Ich habe leider nichts Schönes in der Stadt gefunden und bin gestresst. Kathi sagt, mir sagt Amy immer, dass sie selbstgemachte Geschenke am schönsten findet. Ach so, super, vielen Dank, Kathi, sagt Indra. Er legt auf. Jetzt ist sich Indra sicher. Er hat die perfekte Idee für Amys Geschenk. Am nächsten Abend lädt Indra Amy zu sich nach Hause ein. Sie klingelt. Indra macht die Tür auf. Alles Gute zum Geburtstag, Amy, sagt er und küsst sie. Dann sagt er, und jetzt musst du kurz deine Augen zumachen. Amy lächelt und nickt. Okay. Indra nimmt Amys Hand und läuft mit ihr in das Wohnzimmer. So, Augen aufmachen. Amy macht ihre Augen auf. Wow, sagt sie. Indra hat für Amy ein besonderes Abendessen gekocht. Überall stehen Kerzen. Auf dem Tisch steht eine Vase mit Rosen. Es gibt 3 Gänge. Wir fangen mit einer Vorspeise an. Dann gibt es dein Lieblingsessen, Moussaka. Und als Nachspeise gibt es einen Schokokuchen, sagt Indra. Amy ist sehr glücklich. Das Paar isst und quatscht sehr lange. Nach dem Essen holt Indra noch ein kleines Geschenk. Amy packt es aus. Es ist ein Fotoalbum. In dem Album sind sehr viele Fotos. Fotos mit Amy und Indra, Amy und Kathi und sogar Fotos von Amys Kater Theo. Ganz hinten im Fotoalbum steht ein Brief von Indra. Amy schaut sich jede Seite an. Sie weint, weil sie so glücklich ist. Ach Indra, das ist das perfekte Geschenk. Danke. Indra ist auch glücklich. Er hat wirklich das perfekte Geschenk für Amy gefunden. So ein schöner Babybauch. Eva ist im 8. Monat schwanger und eigentlich hat sie keine Lust mehr. Ihr Rücken tut ihr weh, sie muss oft auf die Toilette und sie ist immer müde. Sie kann sich fast nicht mehr bewegen. Außerdem ist es richtig heiß. Jeden Tag sind es über 30 Grad. Sie will am liebsten nur auf der Couch liegen und Eis essen. Heute Abend hat sie ein paar Freunde eingeladen. Als erstes kommt Anna. »Wow, du bist ja richtig rund«, ruft ihre Freundin und legt gleich ihre Hand auf ihren Bauch, ohne zu fragen. Aber Eva sagt nichts.
»Spürst du das?« fragt Eva Anna. »Das Baby tritt gerade.« Annas Augen leuchten. »Wow, dein Bauch ist so schön.« 2 Minuten später kommt Melli. »Bist du dick oder schwanger?« fragt sie, als sie hineinkommt. Sie begrüßt Eva gar nicht, sondern streichelt ihren Bauch und sagt Hallo zum Baby. Warum geht es immer nur darum, dass sie schwanger ist? Eva ist ein bisschen wütend. Schließlich kommt Chrissy. »So ein schöner Babybauch«, ruft sie laut, läuft auf Eva zu und will den Bauch angreifen. »Nein«, sagt Eva wütend. »Tut mir leid, ich mag das nicht, wenn Leute die ganze Zeit meinen Bauch angreifen. Vielleicht später noch einmal, jetzt nicht mehr.« Alle Freundinnen schauen sie mit großen Augen an und entschuldigen sich. Als letzter kommt Lukas. »Hallo ihr Lieben«, begrüßt er seine Freundinnen. Alle schauen ihn an. Wird er den Bauch angreifen? Lukas gibt Eva Blumen. »Du siehst richtig schön aus. Danke für die Einladung.« Er sagt kein Wort zu ihrem Bauch. Und dann lachen alle laut. Hör auf dein Herz. Anja steht vor einer schwierigen Entscheidung. Sie hat sich bei 2 Firmen beworben. In der letzten Woche durfte sie bei jeder Firma einen Tag zur Probe arbeiten. Anja hat es in beiden Firmen gut gefallen. Heute bekommt sie 2 Briefe. Einer ist von der Müller GmbH, der andere von der Fritz KG. Aufgeregt öffnet Anja die Post. Beide Firmen sind mit ihr zufrieden und bieten ihr eine Stelle an. Ach du meine Güte, was soll ich jetzt tun? Ich muss mich entscheiden. Sie ruft ihre Freundin Stella an. Stella weiß immer Rat. Anja, das ist doch toll, dass du dir eine Stelle aussuchen kannst. So viel Glück hat nicht jeder. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, welche Firma am besten zu dir passt. Du musst dich dort wohlfühlen. Fangen wir mit dem Gehalt an. Bei welcher Firma bekommst du mehr Geld? Anja schaut in ihren Unterlagen nach. Beide zahlen ungefähr gleich viel. Aber bei Müller bekomme ich noch einen Tankgutschein. Stella antwortet: Okay, dann geht ein Punkt an Müller. Wie sieht es mit der Arbeitszeit aus? Bei beiden sind es 39 Stunden in der Woche. Aber bei Fritz habe ich Gleitzeit. Da ist es nicht so schlimm, wenn man mal zu spät zur Arbeit kommt. Das ist dann ein Punkt für Fritz. Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Auch der Weg zur Arbeit ist bei beiden Firmen ungefähr gleich lang. Stella überlegt. Dann müssen wir weiter eingrenzen. Bei welcher Firma sind die Kollegen netter? Du musst auf dein Herz hören. Schließlich wirst du dort eine Weile arbeiten. Jetzt fällt Anja die Entscheidung plötzlich ganz leicht. Dann gehe ich zu Müller. Da arbeitet ein netter junger Mann. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber er wird in meinem Team sein. Stella lacht. Wenn das so ist, dann ist doch klar, du gehst zu Müller. Da bekommst du sogar den Tankgutschein. Dann kannst du den Kollegen mal zu einem Ausflug einladen. Auch Anja lacht. Stella weiß einfach immer die besten Ratschläge. Die Kuckucksuhr-Überraschung. Pedro und seine Kollegen sind bei einem Kunden zu Hause. Sie bauen eine Küche auf. Es ist eine große Küche mit Kühlschrank, Herd und Mikrowelle. Der Aufbau der Küche dauert mindestens einen Tag. Wahrscheinlich werden sie am nächsten Tag weitermachen.
Pedro glaubt nicht, dass sie alles an einem Tag schaffen. Sie sind noch nicht lange hier, als es passiert. Kuckuck, Kuckuck. Pedro schaut sich überrascht um. An der Wand über dem Tisch hängt ein kleines Holzhaus. Unten am Haus hängen 2 Ketten mit Gewichten. Aber sie sind nicht das Interessanteste an dem Haus, denn es hat eine Tür, aus der ein kleiner Vogel schaut. 9-mal schaut er heraus und jedes Mal ruft er Kuckuck. »Ach, da hängt ja eine Kuckucksuhr«, sagt einer von Pedros Kollegen. »So eine hatte mein Onkel früher auch gehabt. Als ich ein Kind war, habe ich immer darauf gewartet, dass der Vogel rauskommt. Zu jeder vollen Stunde meldet sich der Kuckuck in der Uhr.« Jetzt bemerkt Pedro auch die Uhr auf dem Häuschen. Man kann sie nicht gut erkennen. Sie zeigt 9 Uhr an. Das ist also eine Kuckucksuhr, stellt Pedro fest. Er hat schon davon gehört, aber er hat noch nie eine gesehen. Obwohl er bei seiner Arbeit schon in vielen Wohnungen war, hat er noch keine Kuckucksuhr gesehen. Sie sind wohl nicht mehr in Mode. Während sich Pedro die Kuckucksuhr genau ansieht, sagt sein Kollege: »Den Kuckuck hören wir heute noch oft. Ich hoffe, dass wir mit dem Aufbau fertig werden, bevor der Vogel nervig wird.« »Oh ja«, stimmt eine Kollegin zu. »Meine Eltern hatten früher eine Kuckucksuhr im Wohnzimmer. Sie hing nicht lange da. Nach einer Woche hat meine Mutter die Uhr verschenkt. Der Kuckuck hat sie so genervt.« Pedro und seine Kollegen lachen. Die Sterne leuchten hell und der Himmel ist so dunkel. Schau, wie sensationell die Sterne heute funkeln. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir schauen raus am nächsten Morgen und wir sehen die Sonne aufgehen. Bei dir fühle ich mich geborgen. Ich will nie wieder aufstehen. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir liegen zusammen auf der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen
Hilfe! Es funktioniert nicht. Paul sitzt vor seinem Laptop. Er starrt auf den Bildschirm. Dieser ist schwarz. Egal welche Tasten er drückt, der Bildschirm bleibt dunkel. Paul ist verzweifelt. In einer Stunde muss er eine wichtige Präsentation halten. Alle Daten dafür sind auf seinem Laptop gespeichert. Aber der ist offenbar kaputt. Hilfe! Er funktioniert nicht. David, bitte komm sofort. Du musst mir helfen. Schnell kommt Pauls Bruder David. Was ist denn los, Paul? Warum schreist du so? Mein Laptop ist abgestürzt. In einer Stunde habe ich eine wichtige Präsentation. Ich habe kein Backup erstellt. Wenn etwas schief geht, bin ich am Arsch. Den Kurs kann ich dann wohl vergessen. Ich werde durchfallen. David überlegt. Vielleicht musst du den Laptop nur neu starten. Lass uns das mal probieren. Paul versucht es, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Paul flucht laut. Seine Oma Gerda hört das und kommt ins Zimmer. Was ist denn hier los? Warum seid ihr so laut? Paul erklärt die Situation. Oma Gerda hat eine Idee. Neulich ist mein Fernseher kaputt gegangen. Da hat mir mein Nachbar geholfen, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er hat einfach den Stecker gezogen. Wir haben genau 30 Sekunden gewartet. Dann haben wir den Fernseher wieder angeschlossen. Jetzt läuft er wieder einwandfrei. Wollen wir das hier auch probieren? Schlimmer kann es nicht werden. Paul und David schauen sich an. Obwohl Oma Gerda keine Ahnung von Computern hat, beschließen sie, ihren Rat zu befolgen. Es klappt tatsächlich. Nach 30 Sekunden startet der Laptop. Auf dem Bildschirm erscheint die Präsentation. Paul macht noch schnell eine Sicherungskopie auf einem USB-Stick. Man weiß ja nie, was noch passiert. Danke, Oma Gerda, du hast mich gerettet. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Oma Gerda nickt. Manchmal ist der einfachste Weg der beste. Und beeil dich jetzt zur Uni, sonst verpasst du deinen Termin. David, du bleibst hier. Du kannst mir helfen. Ich muss noch Staubsaugen. Aber mein Rücken ist kaputt. Und den kann man nicht einfach reparieren, indem man einen Stecker herauszieht. Jetzt müssen alle lachen. Oma Gerda ist die Beste. Papa, vereinfache dein Leben. Paul sitzt mit seinem Vater Erwin im Wohnzimmer. Erwin hält eine Fernbedienung in der Hand. So ein Mist! Die Batterien sind schon wieder leer. Ich kann meinen Krimi nicht sehen. Erwin ist verärgert. Paul schüttelt den Kopf. Papa, das ist die falsche Fernbedienung. Die ist für die Stereoanlage. Wo ist denn die richtige? Erwin weiß es nicht. Vielleicht hat Oma Gerda sie aus Versehen mitgenommen. Die verwechselt sie immer mit ihrem Handy. Paul lacht. Das kann schon sein. Omas Handy liegt im Flur. Dann müssen wir warten, bis Oma zurückkommt. Erwin ist traurig. Bis dahin ist der Krimi vorbei. Paul hat eine Idee. Du kannst dir den Krimi doch im Internet anschauen. Soll ich meinen Laptop holen? Dann schauen wir ihn zusammen an. Erwin ist einverstanden. Schade, dass der Bildschirm so klein ist. Unser Fernseher ist viel größer. Papa, vereinfache dein Leben. Schau mal, du kannst mit dem Fernseher auch ins Internet gehen. Ohne Fernbedienung geht das natürlich noch nicht. Aber wenn du dir endlich ein neues Handy kaufst, kannst du damit auch den Fernseher bedienen. Dann brauchst du die Fernbedienung nicht mehr. Mit dem Handy kannst du heute viel mehr machen als nur telefonieren. Du kannst damit auch die Heizung regeln, die Kaffeemaschine anschalten und vieles mehr. Alles mit einem einzigen Gerät.
Mein Handy kann das leider nicht, das ist zu alt. Erwin schüttelt den Kopf. Um Gottes Willen, nein. Wenn ich mein Handy verliere, bin ich ja total hilflos. Dann kann ich nicht einmal mehr Kaffee kochen. Das ist nichts für mich. Plötzlich öffnet sich die Wohnungstür und Oma Gerda tritt ein. Erwin freut sich. Gerade noch rechtzeitig. Hast du meine Fernbedienung? Oma durchsucht ihre Handtasche. Ach ja, hier ist sie. Ich habe sie mit meinem Handy verwechselt. Aber das brauchen wir nicht mehr. Guck mal, was ich hier habe. Ein neues Handy. Das kann wirklich alles. Ich kann damit sogar den Fernseher einschalten. Welches Programm willst du denn? Erwin schaut Paul verwundert an. Paul lacht. Siehst du, Papa, die Oma benutzt jetzt auch die neueste Technik. Sie hat sogar ein besseres Handy als ich. Oma, kann dein Handy auch kochen? Oma Gerda nickt. Das kann es wirklich. Ich kann mir ein Rezept aus dem Internet holen und es dann in diesem neuen Kochtopf hier speichern. Den Topf habe ich mit dem Handy bekommen. Das war ein Sonderangebot. Wollen wir es gleich ausprobieren? Habt ihr Hunger? Wie wäre es mit einer Gemüsesuppe? Paul und Erwin nicken. Aber schalte bitte erst den Krimi im Ersten an. Ich will den Mord nicht verpassen. Eine Gemüsesuppe passt wunderbar dazu. Kauft das Handy eigentlich auch die Zutaten dafür ein? Alle müssen lachen. Oma Gerda hebt ihren Einkaufskorb. Darin liegt das Gemüse für die Suppe. Nein, leider nicht. Und Wasserkästen trägt das Handy auch nicht in den 3. Stock. Das bleibt deine Aufgabe, Paul. Ein kleines Experiment machen. Paul und sein Bruder David sind allein zu Hause. Oma Gerda und Papa Erwin sind übers Wochenende ans Meer gefahren. David hat Hunger. Was sollen wir kochen? Und vor allem, wie sollen wir kochen? Das macht doch sonst immer Oma. Paul schaut in den Kühlschrank. Sonst hat Oma immer etwas auf Vorrat gekocht. Wir mussten es nur noch aufwärmen. Das hat sie diesmal vergessen. David ärgert sich. Wir hätten ihr ab und zu beim Kochen helfen sollen. Dann hätten wir gewusst, wie es geht. Was sollen wir jetzt tun? Ein Lieferservice ist keine Option, da dies zu teuer ist. Paul durchsucht die Küchenschränke. Also, hier sind noch Spaghetti. Die können wir kochen. Wir machen einfach ein kleines Experiment. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir machen einfach Öl und Knoblauch drauf. Das wird lecker. David googelt im Internet, wie koche ich Nudeln, und folgt den Anweisungen. Tatsächlich gelingt es ihm, die Spaghetti bissfest zu kochen. Währenddessen schneidet Paul Knoblauch und mischt ihn mit Olivenöl. Das Essen ist perfekt. Für das erste Mal, dass ich selbst koche, finde ich das sehr gelungen, stellt David fest. Als sie mit dem Essen fertig sind, hören sie einen Piep. Es kommt aus dem Multikocher, den Oma Gerda zusammen mit ihrem neuen Handy gekauft hat. Der hat sich von allein eingeschaltet. Paul schaut David erschrocken an. Sie versuchen, den Deckel zu öffnen, aber er ist verriegelt. Der Topf beginnt zu kochen. Das duftet aber gut. David schnuppert. Das riecht nach Gulaschsuppe, mein Lieblingsessen. Sie beobachten den Topf. Nach einer Weile piepst er erneut. Der Deckel entriegelt sich. Neugierig schaut Paul in den Topf. Tatsächlich, er ist randvoll mit einer köstlichen Suppe. Die hat Oma für uns gekocht. Wir hätten gar nicht kochen müssen. Paul freut sich riesig. Sofort füllt er sich einen großen Teller mit der Suppe. David schüttelt den Kopf. Doch, es war gut, das kleine Experiment zu wagen. Aber jetzt freue ich mich doch auf das Gulasch.
Omas Suppen sind die besten, auch wenn sie aus dem Multikocher kommen. Kein Geheimtipp mehr. Paul und David sitzen in der Küche. Sie warten darauf, dass ihr Vater und ihre Oma von einem Ausflug zurückkommen. Als kleine Überraschung für die Oma haben sie schon das Abendessen vorbereitet. Es gibt Spaghetti mit Knoblauchsoße. Das ist das Einzige, das wir kochen können, aber darin sind wir perfekt. Es ist unser Geheimtipp. Das Rezept verraten wir nie. David lobt sich gerne selbst. Paul deckt schon den Esstisch. Oma wird sich freuen. Ich bin gespannt, was sie zu unseren Kochkünsten sagt. Kurze Zeit später öffnet sich die Wohnungstür. Vater Erwin und Oma Gerda sind wieder da. Hoffentlich habt ihr Hunger. Wir haben für euch gekocht. Unser Geheimtipp: Spaghetti à la David und Paul. David zeigt auf den gedeckten Tisch. Gerda und Erwin sind begeistert. Die Oma hätte nicht gedacht, dass sich ihre Enkel an so ein kompliziertes Essen wagen. Ich bin überrascht. Das schmeckt ja richtig gut. Wie habt ihr die Soße gemacht? Aber das wollen Paul und David nicht verraten. Oma, wenn wir es dir sagen, verrätst du es deinen Freundinnen. Dann ist es kein Geheimnis mehr, sagt Paul. David lacht. Oder noch schlimmer, sie teilt es auf Instagram. Dann weiß es die ganze Welt. Hast du gesehen, Oma Gerda hat schon 235 Follower auf ihrem Kochkanal. Alle müssen lachen. Seit Oma Gerda ihr neues Handy hat, bleibt nichts mehr geheim. Sie postet einfach alles im Internet. Neuerdings spielt sie ihren Verwandten sogar kleine Streiche. Diese filmt sie und lädt sie auf ihr Konto hoch. Kinder, man muss mit der Zeit gehen. Und wie ich gesehen habe, hat auch der Multikocher gut die Gulaschsuppe gekocht. Das Rezept ist übrigens ganz geheim. Das ist von meiner Oma Luise. Keiner kennt die Zutaten genau. Jetzt muss auch der Vater lachen. Da täuschst du dich aber. Du hast doch den Topf mit dem Internet verbunden. Der stellt das Rezept automatisch auf seine eigene Facebook-Seite. Schau mal hier, Oma Gerdas Topf. Da stehen alle Zutaten drin. Das ist jetzt leider kein Geheimtipp mehr. Gerda ist entsetzt. Oh nein! Das Gerät hat ein Eigenleben. Dieses blöde Internet. Jetzt ist mein Geheimnis ans Licht gekommen. Aber dann lacht sie wieder. Zum Glück mache ich meine Lasagne noch ganz traditionell im Backofen. Hoffentlich ist der nicht auch heimlich vernetzt. Das wäre echt gruselig. Und eure Knoblauchölsoße verratet ihr mir lieber auch nicht. Manche Geheimnisse sollten in der Familie bleiben. Wirklich schade. Oma Gerda hat bei einem Gewinnspiel gewonnen. Zum Glück löse ich immer die Kreuzworträtsel in der Zeitung. Stellt euch vor, ich habe eine Reise gewonnen. Ihre Enkel Paul und David freuen sich mit ihr. Paul sagt: Klasse, Oma, wohin fährst du denn? David fragt: Und vor allem, wann geht's los? Ich fahre schon am nächsten Samstag an den Bodensee. Ich gehe gleich mal und packe einen kleinen Koffer. Es ist nur eine Übernachtung. Am Samstag steht Oma Gerda am Busbahnhof. Dort warten schon einige andere Leute, die an der Reise teilnehmen wollen. Der Bus kommt pünktlich. Alle steigen ein. Der Busfahrer ist ein lustiger Mann. Er erzählt Witze und spielt Musik. Die Fahrt soll nicht langweilig werden. Leider geraten sie kurz nach der Abfahrt in einen Stau.
Der Fahrer informiert. Es gab einen Unfall. Unsere Fahrspur ist gesperrt. Das kann ein paar Stunden dauern. Wir werden den Bodensee sicher erst in der Dunkelheit erreichen. Oma Gerda unterhält sich mit der Dame, die neben ihr sitzt. Das ist doch schade. Ich verreise so selten. Ich hätte gerne mehr Zeit am Bodensee. Dort war ich noch nie. Um sich die Zeit zu vertreiben, spielt der Busfahrer mit den Fahrgästen kleine Ratespiele. Endlich geht die Fahrt weiter. Am späten Abend kommen sie in Konstanz am Bodensee an. Das kleine Hotel, in dem sie übernachten, sieht gemütlich aus. Oma Gerda freut sich auf ihr Zimmer. Doch schon wartet der nächste Ärger auf sie. Es tut mir leid, wir haben nur noch Doppelzimmer ohne Bad. Sie sind so spät gekommen, dass die Reservierung verfallen ist. Oma Gerda ist traurig. Das ist aber schade. Ich hätte so gerne ein Einzelzimmer gehabt, aber besser als nichts. Auch das Abendessen verläuft nicht ganz wie geplant. Die Küche ist schon geschlossen, aber wir können Ihnen noch Chips und Salzstangen aus unserem Automaten anbieten. Oma Gerda hat Hunger. Das ist aber schade. Ich hatte mich schon auf ein warmes Abendessen gefreut. Aber besser als nichts. Der nächste Tag ist regnerisch. Die geplante Bootsfahrt über den See kann die Reisegruppe nicht genießen. Das ist so schade. Ich hätte so gerne die Landschaft genossen. So viel Pech sollte man nicht haben. Aber besser als im Hotel zu sitzen. Gegen Mittag beginnt schon die Rückfahrt mit dem Bus. Oma Gerda versucht, ihren Ärger zu vergessen. Ja, es war wirklich schade, dass so viel schiefgegangen ist. Aber wenigstens habe ich jetzt wieder etwas, was ich auf Instagram posten kann. Das ist schon was wert. Ist das im Preis enthalten? Die Brüder Paul und David wollen zusammen Urlaub auf einem Campingplatz machen. Im Internet haben sie einen günstigen Platz gefunden. Das ist der billigste Platz, den nehmen wir. Paul hat sofort gebucht. 2 Wochen ohne Papa und Oma, das wollen wir genießen. David war skeptisch. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Hoffentlich stimmt der Preis. Heute kommen die beiden an. Beim Einchecken sehen sie, dass der Preis für eine Übernachtung tatsächlich nur 10 € beträgt. Die junge Frau an der Rezeption lächelt sie freundlich an. Also 2 Personen, 14 Tage. Das macht dann 280 €. Haben Sie ein Zelt oder einen Wohnwagen? David antwortet: Wir haben ein Zelt. Die Frau nickt. Dann kommt noch die Zeltgebühr für 2 Wochen dazu. Das macht dann 280 plus 140 €. Da sind wir bei 420. Möchten Sie auch duschen? Dann kommt die Duschgebühr dazu, nochmal 140 €. Wollen Sie im See baden? Dann kommt die Seegebühr dazu, nochmal 140 €. Ich rechne immer für 2 Wochen, ja? Wir sind dann insgesamt bei 700 €. Zahlen Sie bar oder mit EC-Karte? Paul und David schauen sich entsetzt an. David antwortet: Wie bitte? Das kostet alles extra? Wir dachten, das ist im Preis enthalten. Ich finde das insgesamt sehr teuer. Paul mischt sich ein. Das ist viel zu teuer. Auf der Internetseite stand nichts von solchen Zusatzkosten. Das finde ich nicht in Ordnung. Die junge Frau schüttelt den Kopf. Ja, das haben Sie offensichtlich nicht richtig verstanden. Die Übernachtung kostet ja nur 10 €. Aber Sie können sich ja denken, dass das nicht all-inclusive ist. Sollen wir Ihnen für den Preis vielleicht noch das Frühstück ins Zelt liefern? Sie lacht. David ist verärgert. Wissen Sie was? Wir stornieren die Buchung. Für den Preis können wir ins Hotel gehen.
Ihr Verhalten ist unseriös. Paul stimmt seinem Bruder zu. Genau, oder wir legen uns zum Schlafen an den Strand. Wenn wir erwischt werden, müssen wir zwar Strafe zahlen, aber das ist immer noch billiger als hier mit all den zusätzlichen Gebühren. Die Frau zuckt mit den Schultern. Okay, kein Problem. Ich storniere. Der nächste bitte. Machen Sie bitte Platz. Hinter Ihnen ist eine lange Schlange. So eine Unverschämtheit. Lass uns schnell von hier verschwinden, Paul. Auf dem Hinweg habe ich ein Schild gesehen. Da will ein Bauer seine Hütte vermieten. Da können wir sicher schlafen. Das wird billiger als auf dem Campingplatz. Und frische Eier zum Frühstück gibt es dort bestimmt auch. Und die zahle ich gern extra. Mensch, pass auf! Die Brüder David und Paul machen zusammen Urlaub. Sie haben auf einem Bauernhof eine Möglichkeit zum Übernachten gefunden. Das ist günstiger als auf dem Campingplatz. Bauer Fritz und seine Frau Emma freuen sich über die jungen Gäste. Emma verwöhnt sie wie ihre eigenen Kinder. Klaus und Herbert sind ja schon erwachsen. Sie wohnen beide in der Stadt. Wie schön, dass wir mal wieder junge Leute bei uns haben. Wollt ihr Pfannkuchen? David und Paul fühlen sich auf dem Hof sehr wohl. Sie haben viel Zeit und helfen ab und zu bei der Arbeit. Bauer Fritz hat heute eine Bitte. Ich habe mir den Rücken verletzt, aber der Hühnerstall muss dringend ausgemistet werden. Könnt ihr das für mich machen? David sagt sofort zu. Klar können wir das. Es sind ja nur Hühner. Davor haben wir keine Angst. Bei Schweinen wäre ich etwas vorsichtiger. Bauer Fritz zeigt den beiden, was sie machen sollen. Als erstes müssen alle Hühner aus dem Stall geholt werden. Die sollen auf die Wiese gehen, aber bei dem heißen Wetter heute wollen sie nicht raus aus dem Stall. Da müsst ihr etwas nachhelfen. Die Arbeit ist nicht so einfach, wie die Brüder dachten. Paul und David versuchen, die Hühner zu fangen und nach draußen zu bringen. Aber die Tiere sind flink. Man kann sie kaum erwischen. Da muss es doch einen Trick geben. Das macht Herr Fritz doch auch immer. Paul wischt sich den Schweiß von der Stirn. Bauer Fritz ruft ihnen zu. Zuerst müsst ihr den Hahn fangen. Wenn er draußen ist, laufen die Hühner von selbst hinterher. Doch der Hahn lässt sich nicht fangen. Im Gegenteil, er greift David an. David will schnell weglaufen. Dabei tritt er auf eine Hake, die auf dem Boden liegt. Er stolpert und fällt hin. Paul ruft noch, »Mensch, pass auf!« Aber David liegt schon auf dem dreckigen Stallboden. Der Hahn kräht empört und verlässt den Stall stolz. Die Hühner folgen ihm. Das wäre geschafft. Schnell verriegelt Paul die Tür. Jetzt können sie endlich mit der Arbeit beginnen. Aber eigentlich brauchen sie jetzt eine Pause. Emma ruft aus dem Haus, »Kinder, wollt ihr Pfannkuchen?« Paul und David sind begeistert. Aber sie sorgen dafür, dass die Stalltür wieder geschlossen wird. Sie wollen nicht noch einmal mit dem Hahn kämpfen müssen. Jeder Topf findet seinen Deckel. Die meisten kennen das Sprichwort, jeder Topf findet seinen Deckel. Das bedeutet, jeder findet irgendwann seinen Lebenspartner. Manche Menschen fragen sich aber, wo ist mein Lebenspartner? Warum begegnet er mir einfach nicht? Gabriel ist 35 Jahre alt und möchte jetzt endlich heiraten und Kinder haben. Er konnte aber bis jetzt keine Partnerin finden. Er lernte schon oft neue Leute kennen, aber die Beziehungen hielten nicht lange. Dann tröstete ihn jedes Mal seine Mutter mit den Worten: Gabriel, sei nicht traurig. Jeder Topf findet seinen Deckel.
Du hattest mir so viel versprochen, meine Seele tief berührt. Und jetzt ist mein Herz gebrochen, wusste nicht, wie mir geschieht. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei, es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei? Warum, was willst du heute hier und stehst mit roten Rosen jetzt vor meiner Tür? Warum, was willst du heute hier und stehst mit roten Rosen vor meiner Tür? Von mir. Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei, es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei? Kannst du mich nicht vergessen, so wie ich dich? Und kannst du nachts nicht schlafen ohne mich? Tut es dir leid und hast du nachgedacht, wie weh du mir getan hast? Dann nimm mich einfach in den Arm, ich weiß, es ist noch Liebe da.